Das Siegerland zählt zu den ältesten eisenerzeugenden Gebieten der Erde. Der Umgang mit Metall liegt den Menschen hier sozusagen im Blut. Der erste Arbeitsprozess auf dem Fertigungsweg dient der Qualitätskontrolle des angelieferten Rohmaterials. Metallographische Gefügeuntersuchungen an Stahlblechen liefern wertvolle Hinweise für ihre Verarbeitungsfähigkeit. Auf schweren Pressen mit Leistungen von mehreren hundert Tonnen Druck werden aus Blechtafeln die sogenannten Ronden oder Zuschnitte ausgestanzt. Sachgerechtes Stapeln der Ronden ist eine wichtige Voraussetzung für den Weitertransport zum nächsten Arbeitsgang, dem Tiefziehen. Hier wird das Stahlblech bereits zum künftigen Kochtopf umgeformt. Der Tiefziehvorgang verlangt beste Gleiteigenschaften zwischen dem Werkzeug und dem Stahlblech. Deshalb müssen die Ronden vor dem Einlegen in die Maschine gründlich eingefettet werden. Der niedergehende Stempel formt dann unter hohem Druck aus Ronden Näpfe. Der Handlichkeit und des Gewichtes wegen hält man die Wände möglichst dünn und walzt sie aus. Der Boden dagegen bleibt stark und stabil, um den Anforderungen aller Beheizungsarten gerecht zu werden. Ein Vergleich zeigt die auf dieser Maschine bei normalen Temperaturen geleistete Walzarbeit. Der hochgewalzte Topf wird zunächst sauber beschnitten und erhält anschließend den Schüttrand, der ein tropfenweises, sicheres Ausgießen ermöglicht. Nun wird der Boden, der ja beim Kochen auf dem Elektroherd völlig plan bleiben soll, gerichtet und geprägt. Der vom Beschneiden herrührende Grat wird sorgfältig entfernt. Die Emaillierung verlangt eine absolut metallisch blanke Oberfläche. Das Entfettungsbad beseitigt restlos alle von der Verformung herrührenden Unsauberkeiten und Rückstände. Durch elektrische Widerstandsschweißung auf einer sogenannten Stumpfschweißmaschine werden die handlichen Isoliergriffe an der Topfwand befestigt. Das Auftragen der Emailliermasse verlangt große handwerkliche Geschicklichkeit. Gleichmäßig muss die Grundemailmasse über den ganzen Topf verteilt werden. Nur so wird eine untrennbare Verbindung der artfremden Stoffe Stahl und Glas hergestellt und hohe Widerstandsfähigkeit im Gebrauch erzielt. In ähnlicher Weise wiederholen sich diese Vorgänge beim Auftragen, Trocknen und Brennen der farbigen Deckemailschicht, die dem Geschirr sein endgültiges und charakteristisches Aussehen verleiht. Die Trockenkette führt die noch feuchten Geschirre durch den Trockenofen.
Der getrocknete Emailauftrag wird geputzt, dann werden die Geschirre auf die Brennkette umgesetzt und wandern nach nochmaliger Säuberung und Kontrolle kontinuierlich durch den großen Umkehrbrennofen, in dem das Email bei Temperaturen von über 800 Grad Celsius mit dem Stahlblech verschmolzen wird. Eine erneute Kontrolle und Sortierung schließt sich an, bevor die Geschirre das Emaillierwerk verlassen. Das Abdrehen des Bodens verleiht dann dem Geschirr die endgültige und für den Gebrauch so entscheidende Bodenform. Die stoßempfindliche Kante erhält zum Schutz eine Randeinfassung aus massiv rostfreiem Edelstahl. Die Schutzlackierung verhindert vorzeitige Korrosion des Bodens. Geschickte Hände verpacken die Geschirre so sorgfältig, dass sie wohlbehalten ihren Bestimmungsort erreichen. Praktisch, formschön, farbenfroh. So präsentieren sich Siegwerk Stahlgeschirre in jeder Küche. Fleischtöpfe, Gemüsetöpfe, Milchtöpfe, Bratentöpfe, Pfannen in vielen Größen und Farben werden allen Ansprüchen modernen Kochens gerecht. Ein Universalgeschirr, das zum Kochen und Braten auf Elektro-, Gas- und Kohleherden gleich gut geeignet ist. Die doppelt aufgebrannte Spezialglasur ist äußerst stoß- und säurefest und heiß-kalt beständig. Das Siegwerkgeschirr verträgt auch höchsten Temperaturwechsel. Der Siegwerk Elektroboden ist garantiert 3 bis 4 mm stark, leicht konkav abgedreht und liegt nach dem Erhitzen völlig plan auf der Heizplatte. Durch die gleichmäßige Hitzedurchflutung werden eine volle Stromausnutzung und ausgeglichenes Garen erzielt. Die Speisen können nicht so leicht anbrennen und ihr Aroma bleibt erhalten. Das Siegwerk denkt beim Herstellen seiner Koch- und Bratgeschirre ganz im Sinne des Verbrauchers. Aus diesem Grunde erfreuen sich Siegwerk Stahlgeschirre auch stets steigender Beliebtheit bei den Hausfrauen als unentbehrliche Geräte für den größten Arbeitsplatz der Welt, die Küche.